Bin ich das Arschloch? Am I the a-hole? AITA for Am I the asshole? Am I the a-hole? Am I the butthole? Am I the a-hole? I've gathered some gems. Kennst du das, wenn du dich nachts um 2 auf einmal durch Reddit-Post scrollst und plötzlich denkst, oha, bin ich jetzt im schlimmsten Familienstreit der Welt gelandet? Oder du von einem in das nächste YouTube-Video gesaugt wirst, in dem jemand seinen Senf zu den absurdesten Problemen unbekannter Menschen aus dem Internet abgibt? Genau das ist der Am I the a-hole-Trend. Fremde Menschen erzählen ihre verrücktesten Geschichten und fragen die Welt, bin ich hier eigentlich das Arschloch? Weißt du was? Ich kann manchmal einfach nicht wegsehen. Am I the a-hole ist ein bisschen wie Reality-TV zum Lesen. Aber bevor wir gleich eintauchen, eine kurze Bitte. Lass doch direkt ein Abo da, denn hier gibt's regelmäßig Deep Dives zu Phänomenen unserer Zeit. Danke. Aber lass uns mal von vorne anfangen. Am I the a-hole oder AITA steht für Bin ich das Arschloch? Und warum kommt mir das eigentlich auf Englisch so viel leichter über die Lippen? Egal. Die Idee ist simpel wie genial. Jemand postet anonym eine Alltagssituation, zum Beispiel Streit mit der Freundin, Drama auf Hochzeiten oder Ärger mit den Schwiegereltern. Und die Community entscheidet, wer ist hier eigentlich das Problem? Das Ganze funktioniert über Kürzel wie NTA, also Not the A-hole, YTA, You're the A-hole oder ESH, Everyone sucks here. Also im Grunde ein riesiges moralisches Gericht im Internet, nur mit mehr Memes und weniger Paragraphen. Aber warum finden du und ich das jetzt so spannend? Am I the a-hole ist wie wenn jemandem auf der offenen Straße die Hose einreißt. Man weiß, man sollte nicht hinglotzen, aber man tut es wahrscheinlich trotzdem. Wir sind neugierig auf das Drama anderer, weil wir uns aus sicherer Distanz aufregen können. Es ist ein bisschen wie bei Jerry Springer oder Dr. Phil, nur ohne das kreischende Studiopublikum. Und genau das macht irgendwie süchtig. Wir lachen, wir regen uns auf, wir fühlen uns überlegen und manchmal lernen wir dabei sogar was über uns selbst. Natürlich gibt's auch Kritik. Manche sagen, viele dieser Storys sind eh fake. Aber mal ganz ehrlich, ist das eigentlich so wichtig? Wir diskutieren ja auch leidenschaftlich über Seriencharaktere oder Filmhelden, obwohl wir wissen, dass sie gar nicht echt sind. Es geht halt nicht immer darum, ob etwas wirklich passiert ist, sondern wie wir moralisch darauf reagieren würden. Genau deshalb ist Am I the a-hole mehr als nur Gossip. Es ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Was finden wir okay? Was geht absolut gar nicht? Ob es ums Babysitten, ums Brautkleid oder um die Schwiegermutti geht. In Wahrheit diskutieren wir hier über Werte, Verantwortung und Zusammenleben. Am I the a-hole ist auch ein Ventil. Denk mal drüber nach. Nachrichten sind oft mega düster. Klimakrise, Kriege, Inflation. Und dann wirkt es fast schon erleichternd, sich über so banale Dinge aufzuregen wie Ein Mann hat seine stinkenden Socken auf der Küchenzeile liegen lassen. Bin ich das Arschloch, weil ich sie weggeschmissen habe? Das nennt man Eskapismus. Du fliehst aus dem Ernst der Welt und holst dir das Drama-Light woanders. So wie andere Trash-TV gucken oder True Crime hören, hängst du dann plötzlich in Reddit-Stories fest. Aber Am I the a-hole hat auch eine tiefere Ebene. Es zeigt uns, wie unterschiedlich Moral empfunden wird. Für den einen ist es selbstverständlich, dem undankbaren Bruder beim Umzug zu helfen, für den anderen ein unzumutbares Opfer. Und diese Unterschiede zu sehen macht klar, es gibt selten absolute Wahrheiten, sondern immer nur Perspektiven. Und genau das macht Am I the a-hole so faszinierend. Wir lachen, wir diskutieren, wir lernen und am Ende merken wir, vielleicht sind wir alle manchmal ein klein bisschen selber das Arschloch. Wenn du also das nächste Mal nachts um 2 einen Am I the a-hole Post liest, denk dran. Es ist nicht nur billiges Drama. Es ist auch ein Spiegel für Gesellschaft, Moral und manchmal sogar für dich selbst. Und ganz ehrlich, genau deshalb lieben wir es. Jetzt will ich aber wissen, hast du selber schon mal eine Situation erlebt, wo du dir gedacht hast, bin ich hier eigentlich das Arschloch? Schreib's mir in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like oder ein Abo auf meinem Kanal da. Bis dann, People!